Lohnt es sich, knapp 140 € für eine Poliermaschine auszugeben oder geht das gleiche auch von Hand? Wir finden es raus in diesem Video. Ich habe auch mit der Lackpolitur von Hand angefangen und zwar, wie man es kennt, mit Papi, mit der Watte und mit dem, weiß ich nicht, Hartwachspolierzeug. Das hat auch immer damals gut funktioniert. Aber dann hat die Maschinenpolitur für mich das Autopflege-Game revolutioniert. Und heute möchte ich dir zeigen oder ich möchte mit dir gemeinsam herausfinden, ob es sich lohnt, nicht mal 150 € für eine Poliermaschine zu investieren, ob man wirklich schneller ist, ob das Ergebnis besser ist, rundum, ob sich eine Poliermaschine lohnt. Und das mache ich nicht alleine. Ich wollte den Moritz dafür begeistern, aber der hat jetzt nicht so viel Lust. Der hat heute sein Ausgeh-Outfit an und der muss ja die Kamera halten. Deswegen Marcel darf mit mir antreten. Marcel, du weißt, was wir vorhaben. Hand oder Maschine? Was willst du lieber? Ich würde eher Maschine nehmen. Ich auch, deswegen habe ich eine Münze vorbereitet. Du darfst aussuchen, Kopf oder Zahl? Zahl. Gut, das heißt, wenn Zahl fällt, also Zahl oben liegt, dann darf Marcel mit der Maschine arbeiten. Hoffentlich Zahl. Wenn Kopf oben liegt, darf ich mit der Maschine arbeiten. Ich hoffe. Und bereit? Let's go! Ja, ich habe die Maschine. Marcel muss von Hand polieren. Mein Tag ist auf jeden Fall gerettet. Ich zeige euch erstmal, was wir überhaupt polieren, aber ich bin schon mal ein bisschen erleichtert. Ja. Wir haben gemeinsam unsere Waffen vorbereitet. Ich würde sagen, ich stelle meine mal vor. Ich habe das Glück, mit der Poliermaschine zu polieren. In dem Fall Chemical Works, muss ich immer selber ein bisschen ablesen. Pro Max 9, also eine 9 mm Hubmaschine. Wie früher, mit so einer habe ich auch angefangen, aber lange nicht so ergonomisch geformt, sondern so klein, kompakt. Und der Vorteil, deswegen habe ich die ausgewählt, damit es auch ein fairer Vergleich ist, wechselbarer Stützteller. Das heißt, ich brauche am Kotflügel an kleineren Kanten einen kleineren Stützteller. Das kann ich hier mit einer Maschine abdecken. Deswegen sage ich 140 €. Ich habe eine Maschine und kann fast alles an einem Auto polieren. So haben wir früher nur gearbeitet, als es noch nicht Flex, Albrecht und Co. gab. Deswegen nehme ich jetzt keine Flex und Rubus, weil das ist ja wirklich unfair. Eine 600 € Maschine gegen die Hand. Hier haben wir 140 €. Zwei Maschinen in einer gegen die Hand. Das ist, glaube ich, fairer. Polierpads haben wir uns entschieden für ein Cutting Pad Rot von Menciana. Ein grobes, aber jetzt auch nicht allzu grobes Pad. Wir wollten irgendwie gleiche Voraussetzungen schaffen. Fell von Hand und so, das funktioniert alles nicht so geil. Deswegen rotes Menciana Pad für den ersten Schleifpoliergang. Übrigens, mit Menciana habe ich auch angefangen. Wer dazu mal ein Newsletter haben will und so ein bisschen meine Story zu Menciana, meine Lieblingspolituren von Menciana und welche es überhaupt gibt, tragt euch in die Warteliste ein, polieren-lernen.de, kriegt ihr kostenlos sofort zugeschickt und könnt euch da ein bisschen belesen und seid gleich auf der Warteliste für den Polierkurs, aber dazu kommen wir später nochmal. Finish habe ich ein oranges Lake Country Pad für die große Maschine gewählt und einmal nochmal Cutting Pad in Rot für die 85 mm und das grüne Sonax, weil ich einfach kein Lake Country in der Größe mehr da hatte, für das Finish. Polituren treten wir beide gleich an. Wir haben uns entschieden für, sage ich mal, typische, auch Einsteiger geeignete Polituren. Also nicht, dass andere nicht Einsteiger geeignet sind, aber die so kann man oft im Set kaufen, machen auch Sinn. X-Cut 0505 als groben Poliergang und X0406 als feinen Poliergang hinterher. Marcel, was hast du denn für Waffen? Ein Handball oder hier ja, für die Hand, wo man das Pad hier drauf machen kann. Und dann halt. Könnt ihr die Begeisterung in seiner Stimme hören? Ganz, ja, genau. Und dann ganz wie früher halt ein grobes und ein Medium-Pad halt auf der Hand. Mehr gibt's nicht. Mehr Ganz gibt's einfach. nicht. Brauchst du nicht viel. Und dann meine Hand. Ja. Marcel, was glaubst du denn, was wird denn das Ergebnis sein? Schätz mal ab, wie wird es hier ausgehen? Was glaubst du, wer wird das bessere Ergebnis haben und vor allen Dingen, wer wird schneller sein? Also schneller auf alle Fälle ist man mit der Maschine, also alle klar. Also bei dem besseren Ergebnis, da bin ich gespannt. Also da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen. Also mit der Hand ist eigentlich immer in mein Empfinden, dass da wirklich halt sehr viel geht. Kann man sagen hier von meinem Konkurrenten. Ich würde sagen, schnacken wir gar nicht mehr lange, schnacken wir uns unsere Waffen, starten die Kamera, die Überwachungskamera, wo ihr uns beide die ganze Zeit seht und fangen wir einfach an, oder? Let's go! Let's go. Ich brauche aber für die
Achso, welche Seite? Du darfst dir eine Seite aussuchen. Ich darf mir wenigstens das. Du darfst dir aussuchen, welche Seite du Ich nehme die Beifahrerseite. Und ich brauche noch einen Tritt. Sonst komme ich hier an die Linie nicht ran. Gut, let's go. Der Sponsor des heutigen Videos ist Splint Invest. Mit Splint Invest kannst du in seltene Sportwagen und andere Luxusgüter investieren. Gucken wir einfach mal entspannt in die App. Du hast hier einen übersichtlichen Bildschirm mit den Kategorien, wo du investieren kannst. In meinem Fall naheliegend natürlich Luxusautos. Das ist keine Anlage- und Finanzberatung. Und ich habe jetzt Bock auf den Lamborghini Gallardo Spider. Das heißt, ich kann jetzt hier unkompliziert Anteile vom Gallardo Spider kaufen und profitiere von der Wertentwicklung über die Jahre. Das heißt, wenn der Anlagehorizont erreicht ist, in dem Fall nach circa 3 Jahren, wird Splint Invest den Lamborghini verkaufen und ich bekomme meine Anteile nach der realen Wertentwicklung. Hier gibt es verschiedene Prognosen, zum Beispiel, wenn man sich die Wertentwicklung anguckt, die Splint Invest ansetzt, rechnen die mit ungefähr 9,4% Rendite pro Jahr. Und wer im Aktien- oder generell Anlagemarkt unterwegs ist, weiß, dass das ganz schön viel ist. Du kannst dir ganz unkompliziert ab 50 € deinen Anteil kaufen. Hier oben mit Plus und Minus kannst du die Anteile erhöhen. Bis hin zu in dem Fall 5.000 € kannst du einsteigen und profitierst so anteilig von der Wertentwicklung von einem Luxusgut. Auch das ist keine Anlage- und Finanzberatung, was ich mir zumindest in seiner Gesamtheit nicht leisten könnte. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal ganz unkompliziert. Ich haue jetzt einfach mal von meinen 250 € Kontoguthaben 150 in den Lamborghini, weil vielleicht kommt da noch der ein oder andere Wagen dazu, der mich interessiert, darin zu investieren. Zack, ich habe 250 € aufgeladen auf mein Konto, gebe 150 € aus, das sind 3 Splints, also 3 Anteile an dem Auto und kaufe das. Herzlichen Glückwunsch, mir gehören jetzt ein paar Prozent von einem Lamborghini Gallardo, der sicher und geschützt in einem Autohaus in England steht. Splint Invest hat für jeden Bereich verschiedene Experten, die bewerten, suchen und kaufen, um halt wirklich eine Renditemöglichkeit zu bieten, um eine Wertsteigerung zu haben, damit man Vorteile hat. Es gibt neben Luxusautos auch digitalisierte Rechte, zum Beispiel auch digitale Kunst, Palladiumbarren, seltene Lego-Teile, auch finde ich ziemlich verrückt, Diamanten, Rum, Handtaschen, Wein, Kunst, Uhren, Whisky, also einfach generell Luxusgüter, die selten limitiert oder gar nicht mehr zu haben sind, an denen ich mich beteiligen kann. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall noch mal in Ruhe reinschauen, wie ich meine letzten verbleibenden 100 € noch investieren kann. Übrigens, Splint Invest schenkt jedem, der ein Konto bei Splint Invest eröffnet und den Code ALA hier eingeblendet nutzt, 50 € Startguthaben. Das heißt, der erste Splint ist umsonst, geht auf unseren Nacken. Viel Spaß beim Investieren. Danke Splint Invest für Sponsoring. Ihr findet alle Infos nochmal unten unter dem Link. Und jetzt geht's weiter. In der Vorbereitung bin ich schon mal schneller. Da bist du schneller. Ich bin noch nicht mal ansatzweise so weit, dass ich hier loslegen kann. So, mein Pad zwischendurch mal auspusten, bin gleich wieder da. Das wird spannend, ob der da noch hinterherkommt. So Marcel, ich komme. Na, musst du das anstrengen? Ja, ich glaube, ich komme mit Lever zu trinken. Jägermeister! Bei mir geht's so. Ich glaube, ich bin für meinen Teil mit dem großen Pad fertig. Hier muss ich echt viel winkeln. Dann nehme ich, glaube ich, lieber ein kleines Pad. Kleiner Tipp für alle, die sagen, oh, die Maschine vibriert mir zu doll, das kriege ich taube Arme. Einfach Handschuhe tragen. Deswegen trage ich beim Polieren gerne Montagehandschuhe, weil die einfach natürlich einmal Politur und so von den Fingern fernhalten. Man schwitzt nicht so wie unter Nitrilhandschuhen und die dämpfen die Vibration, also die reduzieren die Vibration im Arm. Also dadurch deutlich angenehmer. Gerade bei stark vibrierenden Maschinen finde ich super Lösung. Mag ich lieber als Nitrilhandschuhe. Und jetzt Rüstzeit, ne, da ist Marcel natürlich viel schneller. Jetzt muss ich hier umbauen. Und habe dann natürlich auch mit den Handschuhen an sich mehr Grip. Ne? Grip, das Motormagazin. Ich glaube, ich habe genug Zeit, erstmal Katze fertig zu fahren. Aber was ich auf jeden Fall hätte vorher machen sollen, ist natürlich mal... Aber egal, mache ich jetzt danach. Jetzt habe ich es schon ab. Mal Ergebnis kontrollieren. Ne? Na Marcel, wie läuft das? Ganz gut, weil für die kleinen Sachen hier brauche ich eigentlich nicht umbauen. Und ich kann gleich die kleinen Ecken und Kanten hier und die Übergänge, die kann ich gleich mitmachen.
Da hole ich bestimmt noch ein bisschen auf. Dafür schnaufst du aber ganz schön. Ich schnaufe, ja. So, ich habe jetzt die erste Runde hier fertig, Politur ab. Bin gerade beim Politur abwischen und check jetzt einmal das Zwischenergebnis sozusagen, um zu gucken, ob ich noch tiefe Kratzer habe, beziehungsweise so Waschkratzer. Ne? Also ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen Kratzer raus polieren. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt den Sinn. Wer da noch mal mehr wissen will, checkt mal das umfangreiche Video zum Thema Polieren, was ich euch vor 2 Wochen gedreht habe oder so ungefähr, je nachdem, wann ihr das jetzt guckt. Verlinken wir euch, da könnt ihr noch mal in die Tiefe gehen, was wir auf der Oberfläche eigentlich machen und warum wir das überhaupt machen und welche Faktoren da eine wichtige Rolle spielen. Deswegen will ich jetzt gar nicht das hier so in die Tiefe, in die Länge ziehen, aber ich glaube, so auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Ich muss nach dem Finish-Poliergang, nach der zweiten Runde noch mal gucken, weil dann vielleicht noch das eine oder andere deutlich sichtbarer wird. Weil jetzt habe ich einen Grauschleier vom Polieren. Auch das erkläre ich in dem Video. Deswegen da einfach noch mal reingucken. Jetzt geht es für mich an den Kotflügel und dann hoffentlich zweiter Poliergang Finish. Übrigens, der Kotflügel ist ja deutlich zerkratzer. Das liegt einfach daran, dass die Waschstraße unten mehr Druck hat und dort mehr Dreck ist und dadurch mehr Kratzer entstehen. Das heißt, da gehe ich fast von aus, dass ich 2 Runden im unteren Bereich polieren muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber ich glaube, ich kann auch 3 und 4 Runden polieren, bin trotzdem noch schneller. Aber jetzt habe ich noch eine große Klappe, jetzt muss ich es erstmal auch beweisen. Das ist natürlich ein Bereich, da wäre ich jetzt mit der Profimaschine 30 mm rangegangen. Das ist wirklich eine schmale Kante. Da muss ich mit so einem großen Pad echt aufpassen, Drehzahl runternehmen, um da nicht Gefahr zu laufen, durchzupolieren. Und übrigens, dieses und viele andere Geheimnisse verrate ich euch in meinem Autopolieren Meisterkurs. Kommt ab Anfang März raus. Tragt euch am besten gleich kostenlos auf die Warteliste polieren-lernen.de. Ihr kriegt viele nützliche Informationen und seid die Ersten, die informiert werden. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, es wird auch einen Special-Einführungspreis geben. Also jetzt schnell eintragen und all das lernen, was ich hier in der Praxis Tag für Tag anwende. Fertig, also halb. Der erste Gang ist durch, der grobe Gang, der Cutting-Gang, der sogenannte, ist fertig. Und wie ich vorher prognostiziert hatte, brauchte ich untenrum am Kotflügel noch einen zweiten aufgrund Waschstraßenthematik. Jetzt geht es an den Finish-Gang, Refining-Gang. Damit ich nicht doppelt umbauen muss, fahre ich jetzt erstmal die kleinen Bereiche, baue dann nochmal auf die große um. Und dann bin ich bald fertig. Aber Marcel sieht auch schon gar nicht so unweit aus. Brauchst du noch ein paar Mal? Okay. Wir hätten nur die Motorhaube machen sollen. Hätte Panzerkette. Oder wie Engländer sagen, would be bicycle chain. Los geht's. So, bevor er mir hier ganz abhaut und irgendwann sagt, er ist fertig, fange ich mal hier schon mal die Haube an zu finishen, weil ich mir das Ergebnis mal angucken möchte und wirklich gespannt bin, was halt geht mit der Hand. So, da hoffentlich der letzte Maschinenumbau. Also ist auch tatsächlich nicht schlimm. Man braucht halt diesen mitgelieferten Steckschlüssel. Fixiert damit sozusagen einmal die Aufnahme hier, die sonst halt rotieren würde. Mit dem Schlüssel. So, na, so. Und dann kann man das, oh, da fehlt die Unterlegscheibe. Kann man das relativ unkompliziert anschrauben. Also ist jetzt keine Dramatik. Würde mich natürlich nerven, wenn ich von Bauteil zu Bauteil wechseln müsste. Da muss man sich halt ein gutes Vorgehen überlegen. Ne? Mit Trinkpause. Wie früher beim Fußball. Ich hatte schon mehrere. Ah, ja. So, dann machen wir mal ein paar Meter, wa? Dass wir hier fertig werden. Essenszeitig, Mutti wartet.
Ist schon fertig oder? Na, ich wische noch ein bisschen ab. Das dauert ja lange. Wie, fertig oder was? Ich bin fertig, ja. Mit den Nerven. Und mit den Knochen. Und mit der Hände, ja. Marcel, ich glaube, ich erlöse dich mal. Weil ich poliere nur noch mal ein bisschen meine restlichen Schlieren aus. Okay. Also Polierschleier. Ich glaube, wir können das Duell an dieser Stelle beenden. Und zumindest, wer schneller ist, hat sich jetzt schon entschieden, oder? Was meinst du? Möchtest du noch unbedingt alles fertig polieren? Ich meine, ich komme auch in einer Stunde wieder und wir gucken noch mal. Meinst du, da reicht eine Stunde? Das weiß ich nicht. Hängt von dir ab. Nee, da reicht keine Stunde, glaube ich. Bist du zufrieden? Ja, muss noch ein bisschen abwischen. Die Exyno 406 ist eine sehr schöne Finish-Politur, wie ich finde, aber sie schmiert immer ein bisschen. Hat den Vorteil, deswegen haben wir sie ausgewählt, dass sie von Hand auch lange verarbeitet werden kann, ohne trocken zu werden. Aber man muss halt immer echt gut wischen, damit man wirklich jeden Schmier weg hat und nicht irritiert ist und denkt, das ist Grauschleier oder das ist meistens nur Schmier. Erkennt man irgendwas dran? Schneller Trick. Grauschleier oder Schmier, ganz einfach. Gucken, Schmier sehen, einmal rüberwischen und gucken, ob die Schmierrichtung sich ändert. Also wenn der Kratzer sich verändert, sich woanders hinwischt, ist es Schmier. Wenn er genau gleich bleibt beim Rüberwischen, ist es ein Kratzer, also Polierspur. Aber das nur am Rande. Weitere Tricks gibt es natürlich unter polieren-lernen.de. Marcel, ich bin fertig. Warte mal, Marcel, bevor ich jetzt hier gucke, wie weit bist du denn gekommen? Was fehlt dir? Die liegenden Flächen, die gingen cut-technisch ganz gut. Ja. Und ich habe bis zu der Kante vom Klebeband aus nach hinten hin zu deiner Seite versucht, zweistufig, so wie du da drüben, zu fahren. Aber hier habe ich nur mit Cut-Politur und den Kotflügel auch. Oh, guck dir das mal an. Hättest du gedacht, dass es so einen Grauschleier macht? Nee. Wow, das sieht Aber- aus, als hätte jemand mit dem Besen gewaschen, das Ding. Genau. Aber ich muss dazu sagen, hat sich deutlich schwieriger gestaltet, die Geschichte hier an den Seiten. Ich denke mal, weil es auch ein Waschstraßenauto war Ja. und da mehr Swirls Ja. an den Seiten halt mehr waren, als Ja. wie auf der Fläche. Die Fläche sieht eigentlich per Hand, sag ich mal, weitestgehend ganz gut aus. Vom Ergebnis hätte ich so nicht gedacht. Ja. Gut, wir reden jetzt die ganze Zeit drum herum. Ich würde sagen, wir gucken mal gemeinsam mit den Zuschauern, Zuschauerinnen das Ergebnis an. Womit wollen wir anfangen? Stehen wir gerade hier mit deiner oder wollen wir rübergehen? Ich würde sagen, wir gehen hier. Dann hat man auch ein besseres Finish-Ergebnis und ein besseres Ergebnis zwischen den beiden Abteilungen. Also fangen wir mal hier an, wo Marcel Finish gefahren hat. Also kein Grauschleier, keine Polierspuren in irgendeiner Form, keine Schlieren. Aber wenn wir in die Tiefe gucken, muss man sagen, es ist noch ein bisschen was drin geblieben. Ich würde sagen, 50–60% der Kratzer sind raus, was echt beachtlich ist von Hand. Ja, also wenn man sich die Vorbilder nochmal anguckt und jetzt das Nachher, da ist schon wirklich was passiert. Da hat Marcel wirklich genug Muskel eingesetzt. Gucke ich jetzt hier auf den Bereich und hier unten, dann wird mir ein bisschen schlecht, weil es sieht aus, als hätte da jemand irgendwie mit einem Waschschwamm, mit so einem Topfschwamm gewaschen, weil natürlich die Schleifpolitur extreme Schleifspuren hinterlassen hat. Das heißt, wir können gar nicht mal wirklich beurteilen, wie gut wir hier unten vorgegangen sind. Was ich sehen kann, hier waren vorher Wasserflecken drin. Die sind auf jeden Fall hier unten raus oder fast komplett raus. Es sind schon noch tiefe Kratzer drin, aber es war halt auch wirklich zerkratzt. Von daher schönes Ergebnis für eine Handanwendung, aber nein, mein Fazit, das heben wir uns zum Schluss. Jetzt gehen wir erstmal auf die andere Seite. Gut, Marcel, jetzt habe ich dich bewertet, jetzt Mich kontrolliert. darfst du gucken. Ja, das war eigentlich für mich schon klar. Wenn man diese beiden Seiten vergleicht, ist das ein klareres, ein schöneres, ein tieferes, ein saubereres Ergebnis. Und man hat mit derselben Kombination, die man mit der Hand drüben angewendet hat, halt auch viel mehr rausbekommen. Ja. Durch die höhere Drehzahl. Aber ein schönes Polierergebnis. Ein bisschen Selbstkritik muss auch noch sein. Das habe ich aber gesehen, hier um dieses M-Emblem hatte ich halt echt Probleme mit dem 80 mm Pad. Alle Kratzer rauszuknallen, ist auch Plastik, ne? Da bin ich ein bisschen vorsichtig rangegangen und die Zeit saß mir ein bisschen im Nacken. Also dieses Bauteil hier, dieses Plastikteil finde ich nicht so gut drunter, siehst du, ist wieder besser. Aber auch hier sind natürlich noch Kratzer drin. Ne? Das ist Aber besonders Zeit hattest du ja noch. Ja, Zeit hätte ich Also genug gehabt, im aber Gegensatz zu mir. das stimmt. Ich hätte auch normalerweise, ne, also normalerweise muss man sagen, hätte ich unten rum, ja. Untenrum, Ja. hier oben
Wenn man jetzt wirklich kritisch überlegen will, könnte man die Kante hier noch ein kleines bisschen sauberer ausfahren, aber ich möchte mich jetzt nicht beschweren, im Gegensatz zu meiner Seite. Ja. Marcel, ganz klar, Poliermaschine ja oder nein? Würdest du dir eine kaufen, wenn du jetzt nochmal von Null anfangen würdest, ein paar Autos zu polieren? Ja. Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, kostet heute noch 130 € mit Rabattcode, da braucht man nicht lange rumreden. Guckt euch Marcel an, der ist fertig, der muss jetzt 3 Tage Urlaub machen und hat nicht mal ein 8/10 Auto poliert. Wie soll denn das aussehen? Ergebnis ist viel besser, braucht man nicht lange drum rumreden. Wer sich keine kauft, hat entweder ein sehr gepflegtes Auto oder einfach keinen Bock dafür Geld auszugeben, was auch okay ist. Aber wer sagt, ich will ein geiles Auto, geil polieren, 130 € und ihr habt eine Maschine, mit der ihr das super hinbekommen könnt. Von daher würde ich sagen, macht das einfach. Und ganz wichtig natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ja, aber die machen das ja schon ein paar Jahre, Jahrzehnte mittlerweile, nicht Jahrzehnte, aber ein Jahrzehnt. Wie soll ich denn das hinkriegen? Dafür gibt es unseren Autopolierkurs, wo wir all unser Wissen teilen, aus zusammen kumuliert, wenn ich alle zusammenrechne, wahrscheinlich über 20 Jahre Autopflegeerfahrung. Polieren-lernen.de, da kannst du dir alles in Ruhe durchlesen, angucken, dich auf die Warteliste schreiben, kriegst ein paar Newsletter, kriegst ein paar Infos, kannst dir ganz in Ruhe überlegen, ob du sagst, jawohl, so eine Ergebnisse will ich auch erzielen. Wie lange haben wir eigentlich gebraucht? Halbe Stunde, hat sich angefühlt wie 2, 3, T-Shirt ist durch. Ja. Zweistufig poliert, eine halbe Haube und ein Bauteil, also sagen wir mal eine ganze Haube in einer halben Stunde, da kann man nicht meckern. Und das bringe ich dir auch gerne bei. Polieren-lernen.de, hau deine Fragen in die Kommentare, da beantworte ich sie gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Marcel. Feldbett ist schon vorbereitet, Couch und Bierchen, du kannst dir das ausruhen. Ihr auch. Bis dann. Haut rein.